Okay, weiter geht's. Larry ist schon wieder K.O. hier. Nicht sehr ergiebig. Ja, dann gucke ich vielleicht erstmal hier kurz in den Gang. Geht die Leiter hoch. Dann bleibe ich doch erstmal hier auf der Ebene und gucke mich hier unten um. So, den hat es da oben erledigt. Keine Ahnung. Da rechtzeitig hätte hinkommen können, um ihm zu helfen. Aber die Frage ist auch, warum soll ich das wollen? Wer weiß, wer das ist. Alter! Alter! Das ist jetzt wieder diese Scheiße hier, wenn man ihn angewählt hat. Alter! Die Steuerung ist so behindert, ne? Man kann ihn nicht anwählen, wenn die Figur nicht in die Richtung guckt. Man muss nicht selbst mit der Kamera in die Richtung gucken, sondern der Charakter muss in die Richtung gucken und so. Das ist total beschissen gemacht. Aber gut. Hat ja noch geklappt. Auch wenn mich das jetzt einiges an Ressourcen gekostet hat. Aber zumindest habe ich jetzt einen Haufen Serum. Das heißt, ich sollte mir jetzt vielleicht mal wirklich ein paar Tränke nachbauen.
Okay, schauen wir mal. Fluid Injections habe ich 4. 11 habe ich 3. Mache ich mir mal noch 2. Fallen und Granaten und so kann man sich halt nicht selber bauen. Das heißt, das ist dann doch irgendwie die Frage, ob man das entweder irgendwann kann, ob ich jetzt doch mehr von meinem Zubehör verkaufen sollte und mir dann doch lieber welche kaufen. Die sind schon gegebenenfalls ganz praktisch. Schon allein, weil sie die Gegner halt betäuben, ne? Die Granaten, dass sie dann ein paar Sekunden benommen sind. Was ja schon viel wert ist. Copper Tube. Das ist doch super, da haben wir schon eine. Könnte ich jetzt verkaufen, aber ich werde die mal lieber zerlegen. Damit ich dann mal hier das Transformer-Ding machen können. Das Dumme ist, 15 muss man recyceln. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel ich jetzt schon habe. Die Reputationslevel, das wird wohl nix. Vielleicht mal aufhören, mich immer gleich mit anzugreifen. Das ist gefährlich, mit der Mary unterwegs zu sein. Okay, da geht's raus. Dann gucke ich mal hier, ob in dem Weg noch, in dem Gang hier noch irgendwo was liegt. Ja. Das wäre nämlich der andere Weg, wenn ich unten hochgegangen wäre. Da haben wir noch eine Kiste. Mehr für ein Schild. Ja, greift die mich an. Wer so Freunde hat, braucht keine Feinde mehr, ey. Okay, da sind wir. Okay, da habe ich auch alles mitgenommen. Schauen wir mal. Generalissimo. Yes, what do you want? What are you doing here? I have a meeting. Ja. The name is Roy. Roy Temperance. I have a meeting with General Honor Grant. I was told to come here. Yes, you can enter. Hi. You're expecting me, I think. I am. Good to meet you. Really?
Mind telling me what you want from me? I have heard you are being hunted as a renegade. Rest assured, I have no intention of giving you up to the Source. To be perfectly frank, I'll admit I'm not very fond of them, and they feel the same way about me. But I'm high enough up the ranks that they can't do much against me, or those who work for me. Ah, I think I'm starting to see what you're getting at. Ach, so ein kleiner All right, Unfall lässt sich listen. immer arrangieren, ne? I'm trying to understand how they got so powerful. I am worried. So I decided to put together a group of people to find out. You already know Devotion. She's my eyes and sometimes my hand. I'd like you to join her in the group. But I'm sure you have questions. I have one. You say you never liked technomancers, yet you ask Roy for help. Ja gut, er ist ja ein I know how to Ausgestoßener. tell the difference between the technomancers from the Source and a renegade girl. Ja. And even if you obviously have the same skills and are a bit disturbed, you'll understand that I'm not worried Ja, was about du you sagst. betraying me. Neither of you will find the Source and reveal the existence of my little group. And both your skills and knowledge of the enemy will be useful to me. More questions? Why should I join you, You're ja? in the government, you work with the technomancers, and you're best friends with your dowser wisdom. Why in hell would I join a group under the thumb of corrupt and murdering people, huh? General, let me make him eat his words. No, Devotion. It's a good question. I put up with the technomancers and their madness more than I worked with them. As for the murders, I suppose you're referring to the disappearances in the militia. Unter That is their anderem. work, not mine. Even if I can't understand the reasons for it. And as for the corruption, I think you're mistaken. I'm no saint, but I can say that today I am the only defense left against the Technomancer's coup. You're being hunted, tracked by the Technomancers, as you know. If you have my protection, they'll have to leave you alone. Weiß ich nicht. I know you're a friend of wisdom. This group kind of looks like treason to me. You are mistaken. It is, on the contrary, my duty to protect my friend and dowser from what threatens him. In this case, the Technomancers. I don't know how they've managed to convince him to give them so much power. Just like me, he knows that you are unstable. That's why they didn't have that much power before. But they are gaining strength, and I have to protect Aurora and Wisdom from their schemes. And Devotion? You make her sound like your crony. Who are you exactly anyway, miss? The General told you, I am his eyes and hands when there must be killing. He took me in before the war. I was only a child. Since then, I have been showing him my gratitude. You can trust her as much as me. As long as you don't betray me, of course. Ja, versteht sich von selbst, ne? Der Widerstand? Why not help the resistance if you want to go against the Technomancers? After all, they have pretty much the same goal. Not really. I know they hate the Technomancers as much as I do. But they are idealists, and they want to change society. Power to the people. Allow me to tell you that that is as credible and inoffensive as what we are faced with from your former colleagues. Chaos. And in a few months, an invasion by the neighboring guilds. I did not win the war against Abundance to see my guild devoured so soon after my victory. Those people may have good intentions, but they're dangerous. Also er will quasi nur sich auf den Thron setzen, ne? Ob es dann besser wird, wenn er an der Macht ist, ist natürlich die andere Frage. I'm sure you understand it's not the kind of decision you make just like that. I need time to think. I understand. And I have to admit that I find that reassuring in a way. You deserve your name more than it would appear. Temperance. I'll get back to you in a while. Thanks. I'm going in that case. Da waren auch noch mehr Fragen. But don't forget, if you have even the slightest feeling for Aurora, I am its last defender. Ja, super. Der hätte vielleicht doch die anderen Fragen genauer angucken sollen. Ich dachte, ich kann die jetzt mal so durchgehen, aber vielleicht wäre die ein oder andere Frage irgendwie besser gewesen oder angemessener oder sinnvoller.
Okay, ein bisschen Experience wieder gekriegt. Sonst noch was? Zum Hideout gehen. Tja. Ich weiß halt immer noch nicht, was ich hier wegen des Coin-Killers machen kann. Müssen wir noch mal gucken hier, aber ich glaube tatsächlich Coin-Killer und jetzt hier einfach zurückgehen waren... I learned that Roy had found Mary, the apprentice of the Technomancer, running Camp 19, where the explosion we heard happened. The girl had followed us all the way there to get revenge. Roy carried her, cared for her, and now it looks like she's with him. I hope that he knows what he's doing, taking this half-crazy girl under his wing. Die erscheint eher ein bisschen naiv, aber gut. I was told, weil natürlich Naivität in Verbindung mit Macht auch ein bisschen gefährlich ist. I was told that Roy had met Honor, the famous general under the city. Wo hat er das ja erfahren? Hat der Widerstand aber gute Spione, hä? I wonder what they talked about. He's a war hero, but like wisdom he turned a blind eye and even encouraged the arrest of members of the militia. I hope Roy doesn't trust the guy. In any event, I'd make him answer for what's been going on. Oh! Wird er hier langsam größenwahnsinnig, hä? Devotion is the armed aide of General Honor Grant. She was taken in by the latter when very young and has served as spy and sometimes assassin for her mentor. Cold, determined and loyal, she's a strange woman that nothing seems capable of stopping. Honor is a long-serving soldier, a war hero, good strategist and loyal to the guild. He was able to reverse the situation during the terrible battle at Green Hope. It was thanks to him and his friend, the new Dowser Wisdom, that Aurora won the war. He's now in charge of the guild's armies, acting as Minister of War. Ich meine, er hat ein bisschen einen Punkt, wenn er sagt, wenn die jetzt halt einfach die ganze Machtelite hier austauschen und Power to the People und so, dass das natürlich ein Machtvakuum erzeugt. Was auch nicht unbedingt gesund sein muss. Die Frage ist natürlich, ob Grant, wenn er an der Macht ist, tatsächlich so viel besser ist für die Leute als die aktuelle Regierung. Und das kann man halt schwer einschätzen. Deswegen ist jetzt schon so ein bisschen die Frage, wenn man sich entscheiden muss, ob man ihm oder der Resistance hilft, wen man da... Ach, Ihmchen, den gibt's ja auch noch, stimmt. Ob man lieber Ihmchen oder dem Widerstand hilft. Attack! Tenacity. I gotta admit, I wouldn't come to say hi if I wasn't gonna pay a buck. A nice electric guy came and asked me to kill you. And you know me, I'm real obliging. If you think I'm just gonna let you take me out. I was kind of hoping you'd give yourself up, actually. Because you see, poor Charity is locked up in there. You can go fuck yourself. I know how you work. You'll kill her too, whatever happens. I'm hurt, Roy. Really, I'm hurt. I thought we were friends. So, deine Viecher sind schon tot, Dödel. Könnte Mary mal aufhören, mich mit anzugreifen? You're even better than I remembered. I must be starting to get rusty. I'm too old for this business. You've known me for ages. Why'd you accept this job? You know me too. I'm not the kind to do something for sentimental reasons. I was always a bastard. Just ask Charity. I must have had an unhappy childhood. But I'm always practical, and I don't feel like dying just yet. I broke that contract, and even if you decided not to kill me, I would still be in shit. You got yourself in it on your own. It's true. Listen, I think the only way I can get out of this is by working for you.
What do you say? You know I'm good. You really think that after what you just did, I'm gonna hire you? Without mentioning how you're a turncoat? Keep dreaming. But you know I won't have a choice anyway. I'll have to stick to you like glue and take part in the fight. Now it's up to you, of course. Nee, hat er He's nicht. pretty disgusting and doesn't seem very honest. Korrekt. But I like the way he speaks. He says funny things. Listen to the chick. She walks around half naked and it's like there's a meltdown going on between her ears. You already got a nutcase with you. Why not a bastard? Weil sie nicht bewiesen hat, dass ich ihr nicht vertrauen kann. Ich will ihn aber auf keinen Fall am Leben lassen. Wenn ich das jetzt wähle, kann ich ihn dann immer noch umbringen? Ich hoffe mal. Listen, Tenacity. No way I want your fucking backstabbing face behind me. Now get out of here. I Nein! don't trust you, and I don't want to become like you by killing you. Yeah, I suppose I should thank you. I have to leave the city, maybe even Aurora. Das ist so behindert. Anyway, not like it's the first time. So thanks, Roy. And goodbye. Oh, verdammt. Later, scumbag, and good luck. Das ist so behindert. Natürlich wollte ich den umbringen. Ich meine, ich bin doch nicht bescheuert und lasse den am Leben. Aber dass es jetzt schon die Entscheidung ist. Ich meine, es war ein bisschen naheliegend, aber das regt mich immer auf. Das regt mich immer so auf, wenn die beim Game Design so beschissen sind, dass sie nicht sauber kommunizieren können, was jetzt eine Entscheidung ist und was eine Dialogoption ist. Kann ich einen... Ich speichere den mal in einem neuen. Ist die Frage, ob der Autosave vor oder nach dem Kampf war. Das will ich jetzt mal wissen. Sowas regt mich halt auf, ne? Ich meine, wenn sie einem eine Entscheidung geben. Ja, okay. Dann sollen sie auch kommunizieren, dass es eine Entscheidung ist und nicht irgendwie diesen Mischmasch machen aus, ist es jetzt noch Dialog oder ist es schon die Entscheidung? So, Game Design ist so beschissen. Okay. Aber ich bin doch nicht bescheuert und lasse ihn am Leben, der wollte mich gerade umbringen. Weil wie blöd kann man sein? Ja, ja, ich auch. Tenacity. I gotta admit, I wouldn't come to say hi if I wasn't getting paid a bundle. Nice electric guy came to ask me to kill you. And you know me, I'm real obliging when I get paid. If you think I'm just gonna let you take me out. I was kind of hoping you'd give yourself up, actually. Because you see, poor Charity is locked up in there. You can go fuck yourself. I know how you work. You'll kill Weiß gar her nicht, too, whatever. wie ich sehe, dass Charity irgendwo Roy, really? eingesperrt ist. I thought we were friends. Ich sehe sie nämlich nirgends, aber wahrscheinlich in meiner Kammer. Na. So, du Lutscher, jetzt müssen wir mal kurz in die Entdeckung gehen, um meine Waffe nochmal aufzuladen. Wenn ich es mal hinkriegen würde, ihn 2 Sekunden lang hier abzulenken. So, You got yourself. jetzt aber Keep dreaming. He's pretty. Listen to das, was ich von Anfang an machen wollte. Sorry, Tenacity, but I can't let a snake like you live. Korrekt. How ironic. You're just as rotten as me, looks like. Nicht mal annähernd. If I'd known. Goodbye, Roy.
bescheuert und lass den abhauen. So, dann kommt's noch. So, Hardware. Okay, haben wir das. And I knew that scumbag when I was a kid. He always was a snake. Anyway, thanks. Thanks a lot. I wasn't about to lose my best source of information. Don't be so cynical. You're a good man, Roy. I got nothing on me right now, but drop by my place. I'll give you something. Yeah, all right. I'll drop by. Gut, Roy? kriegen wir jetzt Can I do something for you? ein bisschen mehr aus ihr raus. I was wondering... Nein. I want to tell you something else. No, let's go. It's nothing. Na. Müssen wir jetzt wieder zur Charity laufen, um die Belohnung abzuholen. Oh, habe ich eigentlich die Viecher gelootet? Ja. Ja, doch, jetzt erinnere ich mich. Ja, die spannendere Frage ist natürlich, wenn ich jetzt entscheiden muss, helfe ich dem General oder dem Widerstand? Da bin ich noch nicht so sicher. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, was die wollen, weil ich werde vielleicht auch nicht dem General helfen, indem ich den Widerstand auslösche, damit er irgendwie so eine Art Verbesserung seiner Machtposition bekommt oder irgendwie sowas. Naja, schauen wir mal. Roy, you shouldn't let your friend walk around dressed like that. She sticks out a mile. Ja, war auch nicht meine Don't be Entscheidung. angry with him, madam. I wanted to remain like this. Cute, but not all there, huh? What do you Ja, two want? kann man so sagen. You said to drop by. You'd give me something. Yes, true. Knowing that son of a bitch tenacity, I'd still be there. Here, hope you like it. Listen, while we're on the subject, the kid, Innocence, came by while I was out. He told the bouncer the Resistance is getting a major strike ready on a train. He'll want you with him. It's a Technomancer convoy, if I understood, right? You should maybe find out some more. Could be dangerous. Okay, ist zumindest was wir machen können, egal für welche Seite wir uns entscheiden. It's my hero. What can I do for you? Later. Ich dachte, ich kriege mal irgendwie Infos, wo vielleicht so Tatorte waren von dem Coin-Killer oder irgendwas, Roy, So gar looks kein like Plan. you're back in the neighborhood. wo ich das aufgreifen Always soll. a pleasure. Of course. What do you want? I don't have anything more to propose you at the moment. Na gut. So, dann haben wir einen neuen Level. Dann schauen wir mal hier. Jetzt haben wir 4. Experience von Defeating Enemies. Das ist ganz gut. Das kann ich aber erst nach dem nächsten Level abmachen. Chance of Loot ist erhöht. Ist auch nicht verkehrt. Okay, da muss ich noch ein bisschen recyceln. 2 Punkte. Attack launches faster ist schon mal ziemlich gut. All other enemies within a cone of effect sustain 50% of damage dealt to the target. Also auf jeden Fall machen wir das hier mal fertig. Stimmt, Electric Arc. Hab ich auch noch gar nicht benutzt, groß. Fluid-Regeneration. 10 Electrical Damage to any attack with charged weapon. 50% Duration ist auch nicht verkehrt. Electrical Damage is applied even when the attack is blocked. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mal als nächstes.
Online Devotion hatten wir aber schon. Under the City, genau. Those bastard technomancers didn't give up tracking Roy, like I figured. Except instead of doing their own dirty work, they sent a bounty hunter named Tenacity to settle the score. The guy was waiting at the hideout, and he had locked Charity up. Roy isn't really a forgiving kind of guy in these situations. The guy didn't stand a chance. Ja. Dass doch niemand am Leben der umbringen wollte, quasi. So blöd bin ich ja dann auch nicht. Intervene. Warum sollten wir das verhindern? Okay, also zurück zu den Slums. Wobei intervenieren ja nicht zwingend verhindern heißt. Schauen wir mal. Vielleicht müssen wir nur dafür sorgen, dass sie es richtig machen. Und nicht alle dabei draufgehen. Zu den Slums. Schon auch so ein bisschen sinnlose Hin- und Herrennerei, ne? Ich meine jetzt gut, von seinem Versteck zur Bar zu Charity zu gehen, ist jetzt nicht so schlimm, ist jetzt nicht so weit. Aber das Hin- und Hergerenne, dass man hier immer zwischen Slum und den anderen Stadtteilen hin und her muss, das ist schon auch ein bisschen nervig. Aber die sind zum Glück noch tot, wie sich das gehört. Weil ich auch nicht so richtig weiß, wann die respawnen und wann die nicht respawnen. Also ich habe da jetzt auch noch keine Logik richtig erkannt, aber naja, sei es drum. Die hier sind auch noch tot, sehr schön. Oh, in der Bar ist ein Händler. Muss ich auch noch mal gucken. Achso, das war der Barkeeper hier, der Inhaber. Gut, da hatte ich aber beim letzten Mal schon. Der hatte ja nichts weiter von Wert für mich. Why do you worry so much about that child? Is he your apprentice? No, I met him in the camp. He was lost and in real trouble. We escaped together. I guess that made us get closer to each other. I see. Even if I don't really understand why you're doing all this for him. You're taking a lot of risks just for someone you escaped with. Are you sleeping with him? Bei der läuft alles darauf hinaus, ne? Every human relationship is about sleeping with people. You can appreciate someone without doing that, especially with a kid. Does that mean no? Fuck yeah, that means no. Roy, can I do something for you? Sonst erzählt sie mir aber nichts, ha? I was wondering... I want to tell you... No. Okay, irgendwas zum Auseinandernehmen? Nee. Ein bisschen mehr darauf achten, was er so aufhebt. Was ist er da hinten in der Ecke? Ich bin's wieder. Nichts Resistance. Weißt du was? Tranquility? Hi, what can I get you? Someone said something about an attack on a train. I heard the Resistance is planning to attack a Technomancer convoy. You know if the kid who was with me the other day is with them? You know, I don't actually follow their every move with bated breath. But it seems to me he actually was with them, yeah. They said something about freeing prisoners. The kid must have thought his parents might be in there. But it reeks of a suicide operation. Wasn't supposed to overhear their discussion, but I know where the attack took place. I can take you there. I owe you. Okay, er glaubt auch nicht, dass er seine Schuld irgendwann mal beglichen hat. Ne? Es arbeitet jetzt, macht jetzt immer und immer wieder, tut er mir gefallen. Aber gut.
Ja. All right, I'm with you. Achso, jetzt vielleicht Granaten und so bei ihm kaufen sollen, ne? Verdammt. Was ist denn hier los? Technomancer hier. Okay, da kann man schön explodieren. Du lässt gefälligst Mary in Ruhe, die ist schon fast tot. Wollen wir nicht hin. Das sind nur so Dekorationskämpfe. Oh, kann ich die noch plündern? Sehr schön. Auch noch. Die brauchen wir Ressourcen, hilft ja nichts. Die hat sich irgendwie einen Nagel abgebrochen oder so, keine Ahnung. Die Jungs hat so ein bisschen besorgt auf ihre Nägel geschaut, vielleicht ist auch noch ein bisschen Lack abgeplatzt. Hühnchen. Jetzt mal so vom Technomancer ein bisschen mehr Serum kriegen, ne, wenn man den aussaugt. Schweinerei. Ja, dasselbe wie bei so einem Schützenarsch hier. Sehr schön. Wen haben wir da noch? Ist einer von den Rebellen? Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Lassen wir ihn mal liegen. I don't remember. I mean, I didn't think the Technomancers looked after prisoner transport. How did the boy get mixed up in all that? The Technomancers gained power at the end of the war. Now the right question is, what are they involved in? As for why Innocence does what he does, he's trying to understand what happened to his parents, and he's also pretty idealistic. He believes in the Resistance. How can you believe in people who don't even have any special powers? He's gotta be really naive. Maybe. But I think it's more that he really believes in their ideas. Their ideas are obviously dangerous and make trouble. Na, Merida, du solltest mal nicht von Naivität reden, ne? Aber die ist tatsächlich im Spiel die Voice-Lautstärke noch sehr, sehr leise immer. Im Vergleich zu allen anderen. Ist hier noch irgendwas Cooles zu holen? Ey, hallo. Da war doch was, genau. Okay, ich habe je 4 von den Tränken. Dann mache ich mir mal noch je einen. Wenn ich die Fluid-Dinger bisher gar nicht so benutze. Ach ey, dann steht er schon. Mal mein Schwert aufladen.
Okay, bevor das hier böse ausgeht, nehmen wir schon mal das. So, du Lutscher. So, war's das. Direkt bei den Helf-Dings zurückbauen. Da habe ich eigentlich noch Munition. 11 Schuss von der Nailgun. Ist dann vielleicht auch die Frage, ob ich da ein bisschen Munition mal baue. Mein Teile ist ja jetzt echt nicht mein Problem. Müsste ich eigentlich haufenweise allen möglichen Materialkram dabei haben. Ist auch nicht so, dass ich jetzt für irgendwie einen Rüstungsausbau oder so noch irgendwas brauchen würde. Ich kann natürlich auch mal gucken, ob es bei der Rüstung mittlerweile vielleicht bessere Attachments gibt. Oder vielleicht sollte ich da mittlerweile auch mal lieber auf welche switchen, die ein bisschen mehr Schutz vor Feuer bieten. Also nicht vor Feuer, ja vor dem Blitzgelöt. Weil Nailgun-Munition findet man ja eigentlich auch gern mal. Physical Damage 14. Ach, das ist schon das mit... Ach je. Das ist schon das mit elektrisch dabei. Na gut. Wollen die nicht einen Zug überfallen? Hier sind nirgends Gleise, hier ist nirgends ein Zug. Sieht mir ja aus, als wäre das irgendeine Base. Der Technomancer. Nicht ein Zug. Da haben wir den Zug, okay. Haben sie den Zug hier in einem Bahnhof überfallen und nicht irgendwie auf der Strecke zum Entgleisen gebracht? Oder, na gut, Entgleisen ist vielleicht nicht gut, wenn da Gefangene drin sind. Aber zum Anhalten. So, das schon wieder. So, den haben wir. Schön genagelt. Jetzt soll ich aber doch mal ein bisschen Munition bauen, weil so viel finde ich jetzt auch nicht unterwegs dauernd.
Oh, aber das ist ein Rebell, ne? Den lassen wir da mal. Widerstandskämpfer. Innocence! 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 Oh, shit, Charity. It was a disaster. The kid was arrested. I'm sorry, Roy. He seemed like a real nice kid, really. The attack was stupid, but I already knew it didn't work. You got a lot of good information, apparently. Some young person came here to hide just after. Judy. She told me what happened. And there's also someone sniffing around your place. A girl works for the general. Ja, die hab ich That'd be getroffen. Devotion. She's his right-hand man, armed, from what I understand. My poor Roy. You have to decide. You're going to need allies if you want to help the boy. And seems I doubt the Resistance can put up with honor and vice versa. You should go talk to the two women. See what they suggest. The lady's right, Roy. We need allies. Especially with all these people after us. The lady's always right, Sugar. Go find the two girls. You'll see what they have to say. Na gut, vielleicht wird es dann ein bisschen einfacher rauszukriegen, wem man sich hier anschließt. Roy, I'm happy to see you. Auch wenn Even ich if Marco bezweifle. doesn't agree, I know we'll need you. Like you needed innocence. Please, hear me out. You can't imagine how sorry I am about his arrest, but he wanted to take part in the attack. I think maybe we can help him escape when they decide to execute him. With your help, I'm sure we can do it. You know how important our ideas are to him. Marco didn't welcome you right, and he's still suspicious of you, but he's not the only one who makes decisions around here. Let's save him together, and then you can join us. We'll leave for Green Hope as soon as we free him. We hope we can weaken the Technomancers there. That girl looks like she really believes what she's saying. But who is she? That's Judy, one of the leaders of the Resistance. They're the people who are fighting against the politics here, and especially against the omnipotence of the Technomancers. But you're one, and so am I. Do they hate us? Maybe we should say no. Once they've used us, they'll surely kill us. I swear that won't happen. You're not like the ones who rule us. We're crushing the people of Aurora. What do you do exactly? We fight against the corrupt Aurora government. A government that doesn't hesitate to kill the people it just won the war with. A government that oppresses the people and leaves all the decisions in the hands of the Technomancers. You've seen the poverty, all the checkpoints, how cruel they are. We're fighting to change all that. To restore freedom and pride to the people of Aurora. With your help, we can do it. We'll free innocence and go to Green Hope to ruin those monsters' plans. Let me have a bit more time to think about it. All right, but think fast. I don't think they'll wait long before they execute him. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass der General da einen Punkt hat. Also ich denke mal, dass sie jetzt, also Devotion jetzt in seinem Versteck ist. Also der Punkt ist, dass der General dann einen Punkt hat, wenn die Resistance jetzt die Technomancers ausschalten sollte und ihr die Macht in die Hand des Volkes gibt, ist halt das Problem, wie schon gesagt, da gibt es ein Machtvakuum.
weil es halt auch eine gewisse Zeit dauert, bis sich neue Verwaltungs- und Ordnungsstrukturen und so etabliert haben. Und es fehlt halt völlig eine Ordnungsmacht, was dann auch wieder zum Aufstieg von so Banden, Gangs, Warlords etc. kommen kann. Und auch im Hinblick mit den ganzen anderen Gilden drumherum und so ist es, da hat er einen Punkt, das ist halt nicht ganz ungefährlich. Und der Widerstand scheint ja jetzt, nach dem, was sie gesagt hat, auch nur ein Problem zu haben mit den Technomancern, nicht mit dem General jetzt per se. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt dem General helfen würden und die Technomancer ausschalten, dann könnte der General zumindest immer noch eine Ordnungsstruktur aufrechterhalten. Das wäre erstmal die Unterdrückung durch die Technomancer wäre erstmal weg und dann müsste man halt sehen. Ne? Ich meine, dann könnte der Widerstand immer noch gegen den General kämpfen, wenn das nötig ist. Aber es würde nicht alles komplett ins Chaos versinken direkt, ja. Was ja oft der Fall ist in solchen Situationen. Insbesondere wenn Bedrohungen drumherum sind. Wenn es jetzt nur der Widerstand gegen die Regierung wäre, dann wäre es halt was anderes. Aber die Bedrohung durch die anderen Gilden drumherum und insbesondere, weil sie auch noch gerade Krieg hatten mit Abundance und so, ist halt schon nochmal ein anderer Punkt. Ne? Das heißt, sie können jetzt nicht einfach sich die Zeit nehmen und dann irgendwie rauskriegen, wie sie halt die neue Regierung aufbauen etc. Ne? Also das wird im Chaos enden und das Chaos wird ausgenutzt von anderen Gilden, um hier einzufallen. Das ist irgendwie in dem Szenario hier durchaus der wahrscheinlichste Ausgang. Insofern tendiere ich momentan echt ein bisschen mehr zum General. Und ich weiß über beide nicht viel, also weder über den Widerstand noch über den General. Und dass der Widerstand einen Haufen sinnlosen Scheiß macht. Also wenn ich mir angucke, dass sie den Zug überfallen haben, keine Chance auf Sieg und einen Haufen Leute verheizt haben für nix, ja, weiß ich auch nicht, ob ihre Gewinnchancen, wenn sie jetzt wirklich gegen die Technomancer kämpfen, wirklich so hoch sind. Ne? Da traue ich dem General doch mehr zu. Greetings, Mr. Temperance. I've been ordered to see if you've thought things over. Das ist auch wirklich... It's not really a good time. One of my friends, Das ist auch wirklich eine Chance dazu We gewinnen. know. So the General has a proposal for you. He can save the young man if you decide to work for him. The Technomancers aren't strong enough yet to counter his decisions. Join us and he'll live. On the other hand, I have to warn you that after saving him, we'll have to leave Shadowlair for a mission in Green Hope. That's an interesting proposal. Can you remind me what it's all about again? What does the General expect from us? The General wants you to join the group he wants to put together to stop the Technomancers from getting more power. In exchange for your help, and in particular for your participation in what he wants to do at Green Hope, he'll have the child freed. Tja, wir wissen nicht so richtig, was er in Green Hope machen will, aber... Ja, mit allem, was ich eben gesagt habe, also seine Chancen tatsächlich was zu reißen, sind halt auch deutlich höher und so. Also ich denke, die bessere Wahl ist wirklich der General. In Anbetracht aller Umstände. Ja. I hope the General will keep his word. If he does, you can count on me. I'll go to Green Hope with you. Innocent Smith, on your feet, follow me. Achso, die Virtue-Namen sind nur ihre Vornamen, dann haben sie noch einen richtigen Namen. Das macht es natürlich ein bisschen leichter, da die Leute zu unterscheiden, weil, wie gesagt, so viele verschiedene wird es nicht geben. Ne? For the time being, the Technomancers are unable to do anything to stop me. Where is he? I'm taking you to him. I had him transferred here, the Ministry. Do you want to go in? No. If I do, he'll hate me. I betrayed his cause, his ideals, and he'll see it right away. You were only fighting back legally and effectively. And you saved his life. I doubt he'll see things the same way. Even if you fight the Technomancers, you closed your eyes on the deaths of the militia. And that's the only thing that matters to him. You should release him. He doesn't need to know I'm behind it all. I can't release him right now. What do you think his friends would think if they saw him freed? They'd think he betrayed him. And they'd kill him. You're probably right. But he can't stay here. He's still too close to the Technomancers. Send him to Shade Valley or some other small city, a long way away from all this shit. All right.
Devotion will escort him. There's nothing more you can do for him now. Ah, one thing. He had this notebook on him when he was arrested. There's a lot about you in it. Here, keep it. Why am I still alive? Where are you taking me? Please, I need to know. Are you taking me to a work camp? You know Roy? Temperance? Forget it. Enjoy the trip. I've read this diary that Innocence kept, which honor is given to me. Everything he went through since he got to camp is in it. His story's touching, even if I realize he didn't understand just how much his pity was wasted on the bastards we came across. He talked about the people he met, what we did. He even wrote whole pages on what I did since he joined the Resistance. I knew the Resistance had good sources, but I didn't think he'd hear about me helping the craftsman clean out his workshop. Nor that Mary, who he'd just caught a glimpse of back in the camp, was with me now. In fact, I was a bit embarrassed to realize that I was the hero of the book. Maybe that's why I feel kind of obliged to keep it going. I have to finish this story so he can read it for himself when he comes back from exile. There we are. Green Hope. You know, it's not that different from what I've seen in other places. The dusty old hydroponics farm, crumbling under the wind and the war. When you think of everyone who died here for this. I was kind of expecting something greener, less desperate, too. There was a lot of fighting here during the war. Lots of the buildings were destroyed. It was probably a lot more like you pictured it before. But I don't think we should hang around. General Honor is waiting for us in the western part of the town. Wo ist jetzt Mary abgeblieben? Aber gut, da machen wir an der Stelle mal Schluss für diese Episode und dann geht's hier weiter beim nächsten Mal. Wie gehabt, bis dahin, ciao.